News. Infos. Neues aus dem Stadtrat. Hallo und willkommen zur Juni-Ausgabe von Neues aus dem Stadtrat. Wir befinden uns hier an der Theodor-Heuss-Brücke. Das ist ein wichtiger Ort für die Nürnberger Subkultur. Bestimmt kennt ihr das Brückenfestival, das vom 12. bis 13. August hier endlich wieder stattfinden soll. Seit 2021 finden hier übrigens jeden Sonntag auch offene Jams statt. Diese werden von dem Kollektiv Subvibrations und der Bridge Fam organisiert. Hier kann man sich zwanglos kennenlernen, austauschen und ausprobieren. Schau doch einfach mal bei einem Sonntagnachmittag vorbei. Nun aber zu den News aus dem Stadtrat. In dieser Folge berichten wir euch über die Bewerbung der Stadt Nürnberg für die Landesgartenshow, die Umsetzung des Klimaschutzfahrplans 2020 bis 2030 und die Stifterinnen-Initiative. Der Stadtrat hat beschlossen, sich für die 50-jährige Jubiläumsgartenschau im Jahr 2030 zu bewerben. Die Landesgartenschau bietet die Chance, die Grünflächen in der Stadt aufzuwerten. Da solch eine Bewerbung aber mit erheblichen Kosten verbunden ist, ist die Entscheidung dem Stadtrat nicht leicht gefallen. Auch wir in der Politbande haben uns im Vorfeld lange dazu ausgetauscht. Problematisch fanden wir, dass ausgerechnet der Burggraben im Fokus dieser Bewerbung steht. Dieser ist bereits begrünt und wird auch aktuell schon intensiv von breiten Teilen der Stadtbevölkerung genutzt. So ist der Burggraben heute schon Aufenthaltsort für viele Jugendliche, Anwohnerinnen, Sportlerinnen, Menschen ohne Obdach und viele mehr. Ernesto hat in den Vorgesprächen im Stadtrat bereits mehrmals betont, wie wichtig es ist, diese Nutzung auch während der Landesgartenschau weiter möglich zu machen. Hinzu kommen die hohen Kosten, die mit der Bewerbung einhergehen. Die Stadt Nürnberg wird ca. die Hälfte von den insgesamt 50 Millionen Euro selbst tragen müssen. Am meisten stößt uns als Politbande auf, dass die Hälfte dessen, also ca. 12 Millionen Euro, für die Veranstaltung selbst veranschlagt werden. Allerdings birgt die Landesgartenschau eben auch die Chance, die anderen 25 Millionen Euro Fördergelder zu erhalten, die alle direkt in Projekte und Gartenschau fließen und damit zur nachhaltigen Begrünung der Stadt genutzt werden können. Dafür spricht aus unserer Sicht außerdem, dass tolle Projekte damit verbunden sind, die das Stadtgrün und die Qualität des Lebens in der Stadt verbessern sollen. Letztendlich haben wir unsere Stimme für die Landesgartenschau abgegeben. Wir sehen in den Projekten eine große Chance und erhoffen uns eine Katalysatorwirkung für die Grünflächen, Fahrradwege und kulturellen Projekte der Stadt. Habt ihr kritischen Input zur Landesgartenschau? Immer her damit! Schreibt uns in den Kommentaren oder an info@politbande.de. Der Nürnberger Stadtrat hat im Jahr 2019 den Klimaschutz als zentrale Zukunftsaufgabe unserer Stadt definiert und sich zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Weltklimagipfels 2015 bekannt. Am 18. Mai wurde die Energie- und Treibhausbilanz für die Jahre 2019 und 2020 im Stadtrat vorgestellt. Die gute Nachricht ist, dass sich der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase verringert hat. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass das aktuelle Tempo nicht ausreicht, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. So hat der Stadtrat beschlossen, den Prozess zur Klimaneutralität stärker zu fokussieren und die Bürgerinnen stärker einzubinden. Zudem wird die Stadt einen Klimabeirat einrichten und ein integriertes Klimaschutzkonzept auf- und umsetzen. Unser Stadtrat Ernesto hat sich als Vertretung für die Ausschlussgemeinschaft mit der Stifterinnen-Initiative getroffen. In diese Initiative werden Stiftungen der Stadt Nürnberg gebündelt. Es ist auf alle Fälle eine Idee wert, in diesem Rahmen potenzielle Investorinnen für soziokulturelle Projekte zu treffen. Allerdings ist es hier wichtig, faire Übereinkommen auszuhandeln. Vor allem sollten Organisationen darauf achten, ihre Unabhängigkeit zu wahren. Das war's mit den News von Neues aus dem Stadtrat im Juni. Wir verabschieden uns erstmal und gehen in die Sommerpause. Im Herbst sehen wir uns dann wieder, vielleicht mit etwas Neuem. Falls du Lust hast, daran mitzuwirken, melde dich doch einfach bei uns oder komme zum nächsten Bandentisch am 13. Juli in der Resi vorbei. Wenn du sonst noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail an info@politbande.de.
Tschüss und vielleicht bis bald an der Theodor-Heuss-Brücke. Ali von der Politbande. Infos, Infos, Infos. News, News, News. News, News, News. Infos, Infos, Infos. Politbande. News, News, News. Infos, Infos, Infos. Neues aus dem Stadtrat.